Die Nummer 177, ja ein Gebrauchtwagen der absoluten Spitzenklasse, nämlich ein Weltauto, ja, das auch noch supportiert wird vom Volkswagen-Konzern. Er bietet nämlich ganz besondere Vorteile. Unter der Marke Weltauto bekommt ein Käufer einen Gebrauchtwagen, der quasi keine Nachteile mehr hat, oder? Nee, eigentlich nur Vorteile. Es gab mal einen Premium-Hersteller unseres Konzerns, der hat gesagt, man sieht das nur am Kilometerstand, dass es sich um ein Gebrauchtfahrzeug handelt. Und das ist wirklich so. Ja, Weltauto bedeutet, ihr habt so eine Checkliste, die wird durchgegangen. Außerdem ist das Fahrzeug noch recht neu. Was ist das für ein Baujahr? Der wird mal kurz gucken, der Michael. 2019. 2019. So, die Laufleistung, ihr habt mehrere davon? Wir haben da mehrere. Hier, der hat um die 15.000 Kilometer. Oh, das haben die alle so. Das sind Werkswagen? Das sind Werkswagen. Also wir haben Werkswagen, Mietwagen, Vorführwagen. Wir haben alles. Dienstwagen, Rückläufer haben wir auch, ne? So, Zustand ist auch so wie hier. Das bedeutet also, als Weltauto haben die diesen Zustand quasi, das Ding sieht total klasse aus. Ja, also es gibt eine genaue Checkliste, die die Weltautos erfüllen müssen. Mal abgesehen davon, dass wir diese Standards generell immer schon ausgefüllt haben, weil wir einen qualitativ hochwertigen Gebrauchtwagen auch vertreiben möchten, ist es hier nochmal genau in Richtlinien festgelegt, auf die der Kunde sich hundertprozentig verlassen kann. Ja, das heißt, er kann sich auch darauf beziehen, kann sich das Weltauto angucken. Da gibt es eine Webseite, Weltauto, da steht alles drin, was man kriegt. Man kann sogar das Auto zurückgeben. Ja. Man hat also ein Tauschrecht und diese ganzen Bedingungen sind auch auf unserer Homepage über unsere Seite Weltauto natürlich dann nachlesbar. Das Umtauschrecht sind 14 Tage, meine ich. Das heißt, nach 14 Tagen kann man das Auto zurückgeben, wenn man nicht zufrieden ist mit dem Fahrzeug. Genau, das ist nämlich auch verbrieft. Das heißt, das ist ein System, das gibt es bundesweit. Also auch nicht bei jedem Händler, muss man sagen, oder? Nein, nur die Weltautopartner, die können damit machen. So ist es. Das heißt, ihr habt also nicht nur Seats, sondern ihr habt jetzt auch andere Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern, sogar Fremdfahrzeuge, die nicht aus dem Volkswagen-Konzern sind. Natürlich, das sind einmal Zukäufe, die wir tätigen und natürlich Fahrzeuge, die wir für unsere Marke in Zahlung nehmen. Sprich, ob das jetzt die Mercedes A-Klasse ist oder hier dieser Hyundai. Die Kunden kamen, haben ihr Auto der anderen Marke abgestellt und haben ein Seat oder ein Cupra-Modell gekauft. Genau, dann sind die hier. So, Zustand, lieber Michael, wenn die Kunden reinkommen und so ein Gebrauchtfahrzeug mit 15.000 Kilometern kaufen, dann wollt ihr denen ja auch das Gefühl geben bei der Abholung, es ist quasi ein neues Auto. Ja, mit 15.000 Kilometer ist das auch neuwertig. Ist neuwertig, ja. Also bei uns gibt es auch keinen Unterschied bei der Einführung oder sonstiges zwischen Neu- und Jahreswagen. Der Kunde, der hat die gleichen Vorteile wie bei einem Neuwagen. Also da kriegt auch einen Kaffee und einen Blumenstrauß. Mach mal hinten auf bitte, dass ich mal reingucken kann. Das Fahrzeug hat gerade mal die Hälfte der Fahrstrecke erreicht, die er zur Inspektion braucht. 30.000 Kilometer ist Inspektion. Das ist auch neu. Das heißt, ich muss nicht gleich nach 12.000 Kilometern in die Inspektion. Nein, nach 30.000 Kilometer oder spätestens 2 Jahre ist die Inspektion dann fällig. Ja, stark auch hier elektrische Kofferraumklappe. Da haben die Leute noch vor ein paar Jahren noch mit der Nase gerümpft, haben gesagt, so ein Quatsch, ja. Und eine, wenn du es mir nochmal zeigst, das ist immer wieder schön zu sehen. Eine elektronische Anhängerkupplung. Eine elektronische Anhängerkupplung, sagt er. Und sie kommt einfach raus. Mach nochmal raus. Hier oben ist der Schalter dafür. Warte, bitte noch nicht drücken. Hier ist der Schalter dafür. Warte, jetzt habe ich es drauf. Und jetzt. Zack. So, das heißt, das Ding kommt raus. Ich mache mir keine Finger schmutzig. Genau. Und hat hier quasi dann den 13-poligen Stecker und hier die Abreißseilhalterung für Wohnmobile, wenn man nach Holland zum Beispiel fahren möchte. Genau, für die Holländer. So ist es. Was ist da noch für drin? Für die Holländer, Urlauber, nicht nur für Holländer. Ja, das habe ich fast. Hier ist ein Gepäcktrennnetz. Ja, das dabei? Ja, das ist hier mit dabei. Das glaube ich ganz praktisch, das wenn ich einen ist Hund habe ganz oder neu, so. das war da scheinbar noch nie ausgepackt. Und dieses Gepäcktrennnetz ist auch gut, wenn man, sage ich mal, vorne Kindersitze hat. Also nicht nur bei Hund, sondern das Gepäcktrennnetz wird hier oben eingehängt und verschließt dann diese komplette Seite diese komplette diese komplette Sitzreihe, die komplette Sitzfläche nach vorne und es kann kein Gegenstand nach vorne fliegen. Genau, was zum Beispiel ganz praktisch ist, wenn ich irgendwas transportiere, dann soll man ja die Sachen auch sichern und es könnte ja immer mal zu einem Unfall kommen oder irgendwas, muss man scharf bremsen. Gepäcknetz ist dabei und zwar ein Original. Das ist ein originales Gepäcktrennnetz und hier, wie man sieht, auch noch unbenutzt. So, 15.000 Kilometer, brauchen wir da CO2 einblenden? Bei dem Fahrzeug? Nee. Nein, es ist keine CO2-Einblendung von Sinnen oder von Nöten. So, wir zeigen es trotzdem. Da vorne ist die CO2, denn die Verbrauchswerte sind nämlich ganz gut. Und was ist da für ein Motor drin, lieber Michael? Das ist ein 1,5er TSI mit 150 PS Benziner und DSG Automatikgetriebe. Das
Sag mal, als das Thema Diesel kam und die Leute kein Diesel mehr gekauft haben, da konnte ja kein Mensch damit rechnen, dass diese Fahrzeuge einmal so effizient werden als Benziner. Es hat keiner vermutet. Hier 5,7 Liter durchschnittlicher Verbrauch beim SUV mit einem Gewicht von 1,37 Tonnen. Genau, also das ist schon gigantische Verbrauchs- und Emissionswerte. Wir haben ja auch hier einen Emissionsausstoß lediglich von 129 Gramm, was einer Jahressteuer lediglich von 162 € entspricht. Und das ist für ein SUV natürlich absolut gigantisch. Das heißt, der ist eigentlich jetzt voll vergleichbar mit dem Diesel. Gibt es denn überhaupt noch einen Grund, einen Diesel zu kaufen im Moment bei solchen Verbrauchswerten? Bei den Verbrauchswerten nicht. Es hat andere Gründe. Es hat wirklich die Gründe der Fahrleistung, die der Kunde fährt. Und dann verkaufen wir im Moment aktuell sogar sehr viele Diesel im Vergleich zum letzten Jahr. Ne? Gerade die letzten 2 Wochen wieder. Also wir haben das Fahrzeug auch als Diesel, haben jetzt sogar die letzten 2 Wochen öfter als Diesel verkauft. Okay, das heißt, ihr habt die Jahreswagen auch als Diesel da. Ihr habt ganz viele verschiedene. Am besten da mal schauen, die habt ihr da. Das ist jetzt was für ein Modell? Das ist ein Style und der hat auch Navigationssystem drin. Also der ist auch fast schon voll ausgestattet, so wie er jetzt hier steht. Und sogar Beats Audio, das Soundsystem, das bekannte, auch das hat er drin. Okay, das heißt, der macht richtig schön Dampf, hat ein großes Display mit drin, mit, ich nehme an, Navigation. Navigation mit USB, Freisprechanrichtung, Full-Link, Digitalradio. Der hat sogar auch schon ein virtuelles Cockpit drin. Ziemlich cool. Also auch vorne beim Cockpit habe ich ein Display drin, das kann ich frei konfigurieren. Das ist also die Farbe Weiß sowieso schwer im Trend, oder? Die Farbe Weiß ist schwer im Trend und generell der Ateca war letztes Jahr unser meistverkauftestes Auto. Und wir haben immer viele Anfragen bekommen für Jahreswagen Ateca, nur es gab keine. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir konnten uns, ich glaube, 35 Jahreswagen sichern. 35 Atecas? Ja. Echt? Ja, 35 Ateca Benziner. Diesel kommen dann auch noch dazu. Und die stehen hier schon alle? Nicht alle hier. Wir haben ja noch mehrere Standorte und die sind natürlich auf die Standorte verteilt. Echt, ihr habt 35 Stück? Ja. Und die haben alle so um die 15 und haben Diesel, Benziner, alles querbeet gemischt? Genau. Da hat auch ein Diesel vielleicht mal 22.000 Kilometer. Ja. Auch das ist möglich. Aber so kann auch weniger. Immer um die 20.000, ne, plus minus. Das haben die an Fahrleistung, genau. Gut, Inspektion haben wir ja schon erfahren. 30.000 Kilometer, erst Inspektionstermin. Was bekomme ich denn für eine Gewährleistung beim Weltauto? Beim Weltauto ist momentan bei diesen Fahrzeugen ja generell noch eine Werksgarantie vorhanden. Und diese Werksgarantie werden wir dann dementsprechend noch einmal verlängern, sodass man eigentlich eine Vollgarantie bei diesem Fahrzeug hat. Keine gewöhnliche Gebrauchtwagengarantie. Okay, das bedeutet, ich habe also die Leistung wie, als hätte ich eine Werksgarantie? Ja, also bei dem Auto, das wir uns jetzt angesehen haben, bei den Jahreswagen, haben wir in der Regel noch eine Garantieverlängerung drin. Also die Werksgarantie für 4 weitere Jahre bis 100.000 Kilometern. So, hier steht 17.990. Ist das ein Ateca? Das ist auch ein Ateca, der ist auch leider schon verkauft. Ja. Die sind schon verkauft. Also, das, was wir eben gesehen haben, das war schon eine Spitzenausstattung, richtig? Ja, das ist absolute Spitzenausstattung in dem Segment, gerade als Jahreswagen so gut wie nicht zu bekommen. So ist es, ja, der Ateca. Also ich erfahre immer wieder neue Sachen. Gerade eben haben wir den Beats gezeigt, Neuwagen, also Ibiza Beats für 179, 189 € Leasing. Und jetzt haben wir hier tatsächlich ein Ateca. Und das Fahrzeug will nun wirklich jeder haben. Man muss sagen, der Vorteil ist etwas höherer Einstieg. Ich habe eine etwas übersichtlichere Form und es macht den Leuten Spaß. Man kann auch mal einen Feldweg fahren. Die Bodenfreiheit ist etwas höher. Ja, das siehst du gerade hier schön, dass da ein bisschen mehr Platz ist, dass du dann auch mal Offroad fahren kannst. Und natürlich das höhere Einsteigen und auch die Übersicht, wenn du das Auto fährst, ist ganz anders jetzt wie in einem Kompaktwagen. Ja, das heißt eine Mischung zwischen Bus und Pkw. Das heißt auch der Einstieg ist schön, wenn ich irgendwas an der Hüfte habe oder will einfach mal mich mal reinfallen lassen. Das sind aber nicht nur ältere Leute, auch viele junge Leute. Nee, also inzwischen, ich glaube, unser Durchschnitts-Ateca-Fahrer ist 43 Jahre alt. 43. Das ist die meistverkaufteste Fahrzeugklasse in Deutschland. Also die SUV-Segment ist das meistverkaufteste Fahrzeug. Ja, es gibt in der Klasse noch Brüder aus dem Volkswagen-Konzern. Wie ist da der Name? Was ist da bauähnlich? Ich glaube, ich habe mal von einem VW Tiguan gehört und einem Audi Q3. Also die sind von der Technik auch gute Autos, weil sie sind genau baugleich. Wir haben definitiv das schönere Exterieur. Ja, aber schöner kann man ja streiten. Also liebe Volkswagen- und Audi-Fahrer, auch ihr werdet eure Fahrzeuge ganz schön finden, aber ihr seid ja nun mal bekannt dafür, dass man ein wirklich tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hält und die Autos, ich sag mal, die strotzen ja von Sportlichkeit. Das ist, glaube ich, so ein Merkmal, was Seat für sich einnehmen möchte. Ja, das gehört zu unseren Marken.
wie nennt man das, die Markenwerte. Unsere DNA, Genau, ja. unsere DNA und so zu unseren Markenwerten gehört das, dass wir sportlich, effizient und erschwinglich sind. So, wenn ich so ein Auto haben möchte, am besten anrufen oder ins Netz gucken. Habt ihr alle drin? Es sind fast alle drin, wobei da auch immer ein reger Wechsel ist. Also wir haben jetzt schon gesehen, die letzten Wochen ist eine sehr hohe Nachfrage nach unseren ATK-Jahreswagen. Am besten anrufen, Termin vereinbaren. Die kamen wann? Die kamen die letzten Wochen immer durch. Wir bekommen auch die nächsten Wochen noch weiterhin Fahrzeuge. Okay, also ihr habt sie jetzt. Seat ATK Jahreswagen. Das Fahrzeug kam wann raus auf den Markt? Das Fahrzeug kam 2018. Also ganz frisch das Modell. Oh, jetzt bin ich Nein, weg. Nein, nein. 17, Ende 17. Müsste 17 gewesen sein. Ende Ja. 17, ja, jetzt kann ich mich erinnern, Sven. Ende 17 haben wir es eingeführt in den Markt. Und 2018 war das der Verkaufsschlager und wir waren am 17. März 2018 ausverkauft fürs gesamte volle Jahr. So war es. Also ein richtiger Kracher. So ist es. Ja, dann darfst du noch 1, 2 Takte sagen zu eurem Betrieb. Ihr habt tatsächlich sogar Meister eingestellt. Ja, wir haben noch zusätzlich Personal einstellen müssen, aufgrund nicht von Corona, sondern aufgrund von sehr vielen Kunden, die wir über die letzten Jahre generiert haben und gewonnen haben und die zufrieden zu uns kommen. Wir sind an 2 Standorten vertreten. Wir haben einmal an der Fasanenallee 48 in 66740 Saarlouis und einen Betrieb in 66793, das ist Saarwellingen und das ist in der Karl-Friedrich-Gauß-Straße 2. Ja, mittlerweile laufen die Autos ja auch deutschlandweit, muss man sagen. Wenn ich so ein Fahrzeug jetzt erwerben möchte von weiter weg, wie läuft das? Muss ich extra herkommen? Oder kann ich davon ausgehen, wenn es ein Weltauto ist, ich habe ja Rückgaberecht und Co. und alles drum und dran, dass das Auto wirklich toll ist? Ja, definitiv. Es gibt auch jetzt bei anderen Gebrauchten, die jetzt schon älter sind, wenn da auch ein Kratzer dran ist, wenn wir einen Kunde haben, wo jetzt von viel weiter weg kommt, da gibt es nochmals genauere Fotos von uns und man kann auch mit Videotelefonie arbeiten. Okay, das heißt, man kann sich das Auto dann reservieren lassen. Ihr habt sie da. Ja, ihr seid schon Seat-Händler mit 20 Jahren Erfahrung. Du machst das schon sehr lange. Ja, ich bin jetzt im 20. Jahr als Seat, ja, bei Seat oder mit Seat tätig und lebe und liebe diese Marke mit Herzblut. Ihr seid auch kein Konzern. Ihr seid Inhaber geführt. Du heißt nicht zufällig Cyril, sondern... Genau. Nee, ich heiße wirklich so und wir sind Inhaber geführtes Familienunternehmen, ja. Ja, da vorne ist es, ja. Ja, das da vorne ist, glaube ich, dein Privatwagen da. Was ist denn das für ein Auto? Der VW? Seat Amarok ist das. So ein Fahrzeug haben wir leider nicht in unserer... Warte mal. Nee, ich wollte eigentlich deinen Laden zeigen. Ja, also der ist da vorne, aber da stand gerade der Amarok. Ich fahre so ein Fahrzeug aus Hobbygründen und da haben wir kein Fahrzeug in dieser Kategorie im Portfolio. Ja, ist gut. haben, Ich glaube es ja. Ja, aber das ist unser Haus, ja. Das ist das Haus, dass du da nicht mit dem Alhambra kommst. Komm, wir machen uns noch... Hier kannst du gerade schön sehen, das Kennzeichen müsstest du bitte schwärzen vielleicht dann, aber das ist ein Fahrzeug, das jetzt ausgeliefert wird, ein Jahreswagen, der heute hier rausgeht. So werden die Autos bei uns ausgeliefert. Hier kannst du dich gerade von diesem absolut perfekten Zustand überzeugen, egal ob das Kratzer oder egal Dellen angeht, allein die Sauberkeit vom Fahrzeug, ich glaube, das kommt gerade auf der Kamera sehr gut rüber. Ja, eine Sache möchte ich noch gerne zeigen zum Schluss. Die zeige ich immer wieder gerne. Dafür hast du Blut und Wasser geschwitzt. Deine Frau, die saß tatsächlich in der Vorführung und ihr habt schon erfahren, es wird irgendwas passieren, du wusstest aber nicht genau was, denn ihr wart wo, als der Preis überreicht wurde? Das war in Berlin und das war die Jahresendveranstaltung der Händlerschaft und des Seat Deutschland und dort haben wir 2018 den Top Dealer Award überreicht bekommen. Ja, den gab es wie oft? Den gibt es einmal in Deutschland und einmal im Jahr für einen Händler, der dementsprechend prämiert wird. Ja, und das war in dem Fall im Jahr 2018 die Firma Seat Mark Cyril. Ja, und wenn Sie das Auto dann später abholen können, dann können Sie hier in diesem kinoähnlichen Palast hier dann Platz nehmen. Und ja, ihr habt es wirklich schön hier, oder? Viel Tageslicht, man kann die Autos toll präsentieren. Es gab Aussagen, es ist ein Königspalast, ja. Also ist sehr schön, ja. Aber das ist auch Geschmackssache, ne, wie die Marke. Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten. Einmal Mark Cyril und Michael Scheer, beide vom Autohaus Cyril aus Saarlouis. Danke. Tschüss. Danke sehr. Tschüss.